Vor langer, langer Zeit, vor der Ankunft der Menschen vor etwa 60 Millionen Jahren, wurde unser Planet von Riesen beherrscht, die wir heute Dinosaurier nennen. Diese Dinosaurier durchstreiften diese Erde für einen längeren Zeitraum von 180 Millionen Jahren. Nochmals willkommen bei Filme Geschichte Videos. Zuschauer, Wissenschaftler haben 900 solcher Fossilien gefunden, die mit verschiedenen Dinosaurierarten in Verbindung stehen. Schätzungen zufolge lebten auf dem Höhepunkt der Jurazeit 400 Milliarden verschiedene Arten von Dinosauriern auf der Erde, das heißt mehr als 40 Crore, Tierarten, die vor der Ankunft der Menschen lebten und starben, ihre Struktur oder alles, was Beweise für ihre Anwesenheit auf der Erde zeigt, wird als Fossil bezeichnet. Das erste Fossil wurde in Norwegen gefunden, als es von Bohrarbeitern im Snorreölfeld entdeckt wurde. Dieses Fossil wurde 2250 m tief unter dem Meeresboden vergraben. Da es für Millionen von Jahren im Boden vergraben ist, wird es für das Fossil schwierig, seine tatsächliche Form beizubehalten. Die meisten Fossilien wurden zu Öl, das wir verarbeiten und als Brennstoff verwenden. Oft fanden wir Teile ihrer Knochen, und wenn das Glück uns begünstigt, finden wir vielleicht ihr Skelett. Wenn wir in Google nach Dinosauriern suchen, sehen wir eine lange Liste. Dies sind die Arten von Dinosauriern, von denen wir einige Fossilien gefunden haben. Durch das Zusammenfügen dieser Teile und das Untersuchen ihrer Fußabdrücke an verschiedenen Stellen wurde früher eine Annahme über ihr Aussehen, ihren Gehstil und ihre Essgewohnheiten getroffen. Dennoch haben wir kein Fossil gefunden, das sich im Originalzustand befindet, aber jetzt waren wir nah dran. Im Jahr 2011 steuerte eine Person namens Sean Funk einen Bagger in einer Mine in Kanada. Diese 200 Fuß tiefe Ausgrabung wurde für die Millennium-Mine von Suncor durchgeführt, welches in der kanadischen Provinz Alberta vorhanden ist. Es war 14:30 Uhr und die Grabungsarbeiten waren auf ihrem Höhepunkt. Obwohl der Boden recht weich war, und das der Grund dafür war, musste der Bagger nicht viel Druck ausüben, doch irgendwann musste der Bagger Druck ausüben. Anfangs dachte Sean Funk, es könnte ein großer Stein sein. Als diesem steinähnlichen Objekt ein wenig Kraft zugefügt wurde, sah Sean ein eigenartiges Muster, das im Boden vergraben war, ein Muster aus Kreisen, umgeben von dunkelbraunem Ton. Jeder, genau wie Sean, hätte die Arbeit angehalten, um sie genau zu inspizieren, und genau das hat Sean getan. Er rief seinen Chefaufseher an und für die nächsten paar Stunden versammelten sich alle Leute, die in der Mine arbeiteten, um dieses seltsame Objekt zu sehen. Aber jeder erfuhr die Realität, als Dr. Donald Henderson vom Royal Tyrrell Museum auf die Bildfläche trat. Dr. Donald, der eine große Erfahrung mit prähistorischen Fossilien hat, verstand, dass es sich um ein Fossil eines solchen Tieres handelt, das der Menschheit noch unbekannt war. Die Fossilien, die früher in Alberta gefunden wurden, stammten von Plesiosaurus, weshalb Dr. Donald glaubte, dass dieses Fossil auch zu Plesiosaurus gehören könnte, aber er hatte keine Ahnung, dass das Ding, das im Boden vergraben ist, sein Leben für immer verändern wird. Vor 80 Millionen Jahren lag dieser Teil Kanadas, in dem das Fossil gefunden wurde, unter der Tiefsee. Der Plesiosaurus, der früher hier lebte, fiel nach dem Tod auf den Boden, und das ist der Grund, warum dieses Gebiet viele Fossilien von Plesiosaurus hatte. Aber war dieses Fossil von diesem Plesiosaurus oder von irgendeinem anderen Tier, und vor allem, wie es aussah, um all dies zu wissen, war es wichtig, es sehr sicher zu bringen, und diese Aufgabe war gar nicht so einfach. Ausgrabungsexperten wurden eingestellt,
und mit großer Sorgfalt begann der Ausgrabungsprozess. Der Boden wurde von den Seiten und über dem Fossil entfernt, und jetzt war es an der Zeit, es aus dem Boden zu holen. Normalerweise werden dafür elektrische Presslufthämmer verwendet. Dies könnte das Fossil jedoch beschädigen, weshalb sich Experten für die Hydrovasing-Technologie entschieden haben. Hydrovasing ist eine Technologie, mit der beliebige Gegenstände mit einer Hochdruckwasserpistole geschnitten und zusammen mit einem industriellen Vakuum, Schlamm und Wasser angesaugt werden können. Mit Hydrovasing wurde die Aufgabe gut und geschickt erledigt. Jetzt wurde dieser riesige Felsen mit Fossilien vom Land getrennt und nun war es an der Zeit, ihn auf den LKW zu laden. Experten glauben, dass es mit Hilfe eines Krans problemlos auf den LKW geladen werden könnte, doch alle fürchteten ein Missgeschick beim Verladen, und Befürchtungen wurden wahr. Sobald der Kran etwas Druck ausübte, um das Fossil anzuheben, brach es auf. Alle Anwesenden auf der Baustelle waren sprachlos. Auf der einen Seite waren die Experten traurig, dass ihre Bemühungen vergeblich waren, auf der anderen Seite war das Team des Royal Tyrrell Museums traurig, dass das Fossil beschädigt wurde. Obwohl das Fossil wie ein Felsen aussieht, war sein Zentrum zerbrechlich und konnte dem Druck des Krans nicht standhalten, aber nicht alle Hoffnungen wurden zunichte gemacht. Trotz Bruch des Fossils war es noch vollständig. Was drin ist, muss noch bekannt sein. Alle Teile des Fossils wurden verpackt und an das Royal Tyrrell Museum geschickt, wo eine faszinierende Realität enthüllt werden sollte. Zu diesem Zeitpunkt kannte niemand die Realität des Fossils. Da es sich seit Millionen von Jahren im Boden befand, war es eine entmutigende Aufgabe, das Fossil von dem es umgebenden Gestein zu trennen, aber es muss abgeschlossen werden. Mit 5 Jahren und 7000 Arbeitsstunden harter Arbeit, als das Fossil vom Gestein getrennt wurde. Das Szenario, das sich präsentierte, war 80 Millionen Jahre lang verborgen. Alle Paläontologen waren überrascht zu sehen, dass dieses Fossil kein Plesiosaurus war, sondern ein Fossil eines Dinosauriers, aber alle waren erstaunt, als sie erfuhren, dass das Fossil dieses Dinosauriers so gut erhalten war, dass seine Haut noch unbeschädigt ist. Dies war der einzige Dinosaurier der Welt, der in einem intakten Zustand gefunden wurde. In der Vergangenheit haben wir alle Dinosaurierfossilien, die wir gefunden haben, ihre Knochen bekommen, und sie wurden ins Museum geschickt, nachdem sie alle Knochen in jahrelanger harter Arbeit zusammengefügt hatten, die rötlich-braune Hautfarbe, die Ganzkörperpanzerjacke zur Selbstverteidigung. Und ansonsten war nicht viel über diesen 3,5 Tonnen schweren Dinosaurier bekannt. Als der Paläontologe das Fossil vollständig vom Gestein trennte, war es für den Paläontologen an der Zeit, diese seltsame Dinosaurierart zu untersuchen. Erstmals forschten Forscher an einer Probe, die in ihrer ursprünglichen Form vorlag. Nach Jahren der Forschung und Hunderten von Tests waren die gesammelten Fakten wirklich interessant. Dieser Dinosaurier starb vor 110 Millionen Jahren. Und zum Zeitpunkt seines Todes aß es etwas. Dieser langsam laufende Dinosaurier war ein Pflanzenfresser, und die Spuren dieser Pflanze wurden in seinem Magen gefunden, der damit konserviert wurde. Dieser Dinosaurier wurde in der Jurazeit gefunden, als Reptilien diese Welt beherrschten. Nach ihrem Aussterben entstanden neue Tiere, die in Luft, Wasser und Land umherstreiften, welche wilde Raubtiere wie T-Rex enthalten. Vor 65 Millionen Jahren traf plötzlich ein gigantischer Meteoroid, 10-mal größer als Dubai, die Erde. Der Einschlag erschütterte die Erde, und die daraus resultierende Zerstörung war unvorstellbar. Wissenschaftler glauben, dass dieses Ereignis das Ende aller Dinosaurier markierte. Experten hoffen, dass solche Fossilien immer noch irgendwo in den
Bergen oder unter der Erde vergraben sind. Ich hoffe, Sie werden dieses Filme-Geschichte-Video mögen und teilen. Meine aufrichtige Wertschätzung für Ihre liebevollen Kommentare. Wir treffen Sie in einem weiteren fantastischen Video.